Lisa, ich werde sehr schnell nochmal, dass du das ganz gut im Kopf hast, wie diese Struktur Ja. der Ausstellung ist. So wir natürlich, wie du weißt, die Ausstellung ist geschlossen. Wir sind Ende Januar, am Freitag, 29. Januar, machen wir eine erste Kick-Off, das auch für Besucher des Plattforms doch einen ersten Einsicht haben, was bedeutet eigentlich die Ausstellung und was wird da in den kommenden Monaten gemacht und ausgetauscht. Was sehr wichtig ist, auch für diejenigen, die das Interview, unsere Conversation, sag mal, hören, ist, es geht und ich denke, das ist oft, wenn man redet über eine Ausstellung, viele Menschen denken dann, ach ja, Ausstellung ist fertig und dann geht es los. Für uns ist die Ausstellung eigentlich nicht fertig und sie wird auch nie fertig sein. Es geht wirklich darum, um einen Anfang. Es ist wirklich ein Forum, ein Platz, wo wir austauschen werden. Mit den Besuchern, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Ausstellung, mit euch, sehr regelmäßig. Ihr Präsenz wird, denke ich, auch wachsen in der Ausstellung. Jetzt habt ihr eine Box, aber ich bin mir sicher, euch kennende, dass das nicht nur in diese Quadratmeter, sag mal, abgegrenzt wird. Und deswegen haben wir auch euch eingeladen. Was wichtig ist, auch für mich als Direktorin, es ist eine Ausstellung, aber es ist auch für uns auch ein Workshop, um wirklich das Museum neu zu denken. Es geht um Deutungshoheit, es geht um Selbstbestimmung und wie wir in der Zukunft das auf eine andere Weise gestalten können und dass ein Museum auch tatsächlich demokratisch wird. Und das ist ein unendliches Prozess. Aber diese Ausstellung über 500 Jahre Widerstand könnte auch die Frage sein, ist das vielleicht nicht die Geschichte, die man erzählen muss in diesem Museum? Und diese Geschichte ist natürlich nicht abgeschlossen und deswegen seid ihr auch da. Wir reden natürlich auch über postkoloniale Widerstand oder Widerstand in dieser sogenannten postmigrantischen Gesellschaft. So in dieser Ausstellung, wir sind ein sogenanntes ethnografisches Museum. Das bedeutet ein Museum mit einer wichtigen Sammlung von Objekten, Kulturgütern aus dem globalen Süden, aus Süd- und Nordamerika, Afrika, Asien und dem Pazifik. Und natürlich große Teile dieser Sammlung sind in der Kolonialzeit gesammelt worden. Nicht nur während der deutschen Kolonialzeit, aber auch natürlich danach. Deutschland hat seine Kolonien verloren 1919. Aber natürlich die Museen haben natürlich auch die ganze europäische koloniale Infrastrukturen auch weiter benutzt, sodass ihre Sammlung wächst. So, diese Ausstellung geht natürlich auch über unsere eigene Institutionsgeschichte als Rolle. Was haben wir als Rolle, als Museum in dieser kolonialen Vergangenheit? Und diese sehr, sehr starke Verbindung. Ohne die Kolonialzeit hätte es auch kein Museum, hätte hier auch kein Museum hier in Köln gehabt. Und natürlich mit diese sehr, sehr schwierige Erbe, das mit dem Kolonialgewalt, müssen wir uns auseinandersetzen. Was sieht man in dieser Ausstellung, sind natürlich auch die Objekte, weil wir reden sehr oft über Kunstraub, die Restitutionsdebatte, aber eigentlich ist es noch spannender, weil wir reden sehr viel über in der Gesellschaft redet man viel über Restitution, aber wir reden eigentlich weniger darum, warum und in welchem Kontext wurden diese Objekte geraubt
und nach Europa verschleppt. Weil sehr oft worden diese Objekte während, ja, ich meine, auch nach Aktionen, Widerstandsaktionen eigentlich geraubt. So hinter diese Sammlungen ist nicht nur eine allgemeine Kolonialgeschichte oder koloniales Unrecht, es geht auch diese Widerstandsaktionen, die auch diese Objekte herbergen, sagen. So, wir haben diese Sammlung in der Ausstellung, viele Kulturgüter mit Widerstandsgeschichte. Wir haben viele Künstler und Künstlerinnen aus dem globalen Süden eingeladen, die sich mit kolonialem Widerstand auseinandersetzen, aber auch Künstler aus der Diaspora. Diese Ausstellung sogenannt multivocal zu machen, mehrsprachig zu machen. Ich habe jetzt da den letzten Tagen eher Interviews machen auf Englisch, muss ich mich plötzlich wieder auf Deutsch umsetzen. Aber naja, du kennst mich. Diese Multivokalität, und da wir ein Museum sind, mit ein weißes Team, ich bin eine weiße Direktorin, sind wir auch, wenn wir natürlich viele einladen, es geht um Mehrstimmigkeit, wenn man tatsächlich Mehrstimmigkeit im Museum haben möchte, mussten natürlich auch die Menschen, die direkt betroffen natürlich auch im Museum reinholen und nicht nur als passive Besucher, dass sie ihre eigene Geschichte direkt erzählen können an den Besuchern, ohne eine sogenannte Translation, eine sogenannte Übersetzung des Museums. Und deswegen haben wir 4 Räume, 4 autonome Räume innerhalb dieses Patchwork dieser Ausstellung realisiert. Und das Inhouse ist ein dieser 4 Räume. So, das allererste Raum, It's Yours Room, haben wir 2 Aktivistinnen aus Namibia eingeladen, Esther Monyangu und Ida Hoffmann, wirklich über den ersten deutschen Genozid des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Diese 2 Frauen sind seit mehrere Jahren beschäftigt mit dem Streit um die Anerkennung dieses Genozids. So, die haben dieses Raum gestaltet und sind 2 Aktivistinnen, die das erste Raum haben. Zweiter Raum, wo es geht über diese Bienensammlung und die wird kuratiert von Peju Lailola. Und Peju, die ist eine nigerianische Künstlerin und Kunstprofessorin und Kuratorin, und die sich beschäftigt seit fast 20 Jahren mit dem Raub der Benin-Bronzen aus Nigeria, die in 1897 von britischen Soldaten geplündert wurde und nach England verschleppt wurde. Warum reden wir über diese Benin-Bronze? Weil wir als Raufstraf-Joos-Museum in Köln haben 95 Benin-Bronzen und andere Kulturgüter, die in diesem Kontext von 1897 geraubt wurden. Die haben wir als Museum, unsere Namengeber ist Rautenstrauch-Joost. Und diese Rautenstrauch-Joost-Familie hat schon einige Monate nach dieser sogenannten Kriegsexpedition, diese Punitive Expedition in 1897, habe die erste wichtige Kunst in London gekauft, die aus dem Königreich Benin kommen. So, das gehört zu unserer DNA, das ist unsere Erbe, so, das ist wirklich unsere Geschichte eigentlich unseres Museums. So, die Ausstellung geht, was ich auch schon mal gesagt habe, unsere eigene Geschichte. Und Peju ist sehr aktiv auch
rund diese Restitutionsdebatte und die Forderung, dass diese Kulturgüter zurück nach Nigeria kommen. Und dann haben wir Timea Junghaus, das dritten Raum, Timea Junghaus, Roma-Aktivistin und Kuratorin. Und hier warum haben wir Timea Junghaus eingeladen? Weil hier geht es eigentlich um eine Variante. Es geht hier um internes Kolonialismus. Und Timea Junghaus redet über den Widerstand der Roma und Sinti. Und diese Roma-Gesellschaft ist die größte Minderheit von Europa, 10 bis 12 Millionen Roma und Sinti, die hier in Europa wohnen. Und wir fanden es, spannend, auch um zu sagen, diese internen Mechanismen, die man finden kann in Europa. Und dann kommt ihr, das Inhouse, hier du mit dir, Lisa, aber ihr seid eigentlich 5 Teilnehmer und frage auch danach, um dich kurz vorzustellen, aber auch die anderen Teilnehmer des Inhouse. Aber warum haben wir euch natürlich eingeladen, ist natürlich, weil ihr seid hier in Köln und wir wollten natürlich reden auch über Widerstand, postkoloniale Widerstand lokal hier in Köln. Was ist Ihre, und darüber reden wir hier in unserer Conversation. So, liebe Lisa, vielen Dank, dass du diese Einladung angenommen hast. Und wir machen das hier per Zoom. Nächstes Mal machen wir das in der Ausstellung mit anderen Teilnehmern. Ihr werdet natürlich auch eingeladen, um eure eigenen Veranstaltungen im Museum zu organisieren. Was das ganz Besondere von euch ist natürlich, dass ihr habt einen Raum in der Ausstellung, die natürlich auch wachsen wird, aber ihr habt auch eine eigene Box in Kalk realisiert. Und darüber möchte ich gerne sehr viel wissen. Aber zuerst mal, wer bist du? Wie sind alle anderen Teilnehmer? Wie natürlich Mona Leitmeier, Salman Abdo, Rita Bumkamp, Esai Jung. Und dass du danach auch etwas sagst über, was ist das Inhouse genau in Köln? Die Menschen, die uns zuhören, wohnen nicht alle in Deutschland. So ist interessant und natürlich auch für jemanden, die aus Togo vielleicht dazu hört, aus Brasilien, dass ihr versteht auch, wie ist diese Situation in Deutschland und wie ist die Situation in Köln. Danke, Lisa. Jetzt nochmal mit Ton. Ja, Nanette, vielen Dank für die Einführung und genau die Fragen vor allen Dingen. Ich versuche mich mal an einem roten Faden zu halten und würde jetzt erstmal mit dem Integrationshaus anfangen und dann eben zur Ausstellung kommen. Ja, der Integrationshaus ist eine, ja, international würde man wahrscheinlich sagen, eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation. Hier in Deutschland gibt es eine spezielle Bezeichnung für solche Organisationen. Früher hat man gesagt, migrantische Selbstorganisation, wobei alle Organisationen sind organisiert, deswegen migrantische Organisationen wurden wir genannt. Es gibt aber in Deutschland seit ungefähr 10, 15 Jahren einen neuen Bund sozusagen für Organisationen, die sich ja für Diversität einsetzen, die rassismuskritisch arbeiten. Und das sind die neuen deutschen Organisationen. Und in diesem Namen steckt schon drin und die Philosophie von unserem Verein, von unserer sozialen Einrichtung. Das heißt, wir positionieren uns als neue Deutsche und wollen auch die Anerkennung, die damit dazugehört. Und das ist eben nicht nur Sichtbarkeit, das ist natürlich auch der Zugang zu Ressourcen und selbstverständlich politische Teilhabe. Genau. Ja, wir arbeiten sehr praktisch. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, um auch unseren It's Your Raum zu verstehen. Das heißt, wir machen, ja, wir können sagen, im klassischen Sinne soziale Arbeit. Das heißt, wir machen Einzelberatungen, wir organisieren verschiedene Aktivitäten hier im Stadtteil. Kann sich
das so vorstellen, dass wir zum Beispiel so Feste organisieren oder bestimmte Gedenktage gemeinsam begehen. Bei uns treffen sich sehr unterschiedliche Gruppen. Wir versuchen insbesondere junge Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, ihre Ideen einzubringen. Das heißt, gerade Gruppen junger Leute können sich bei uns treffen. Genau, und wir unterstützen sehr viele Menschen bei diesen ganzen Organisationen von Projektarbeiten, um das mal so zu sagen. Hier in Deutschland ist alles sehr formell. Um ein Projekt zu machen, braucht man gefühlt nochmal genauso viel Zeit, wie das Projekt dauert, um den ganzen Papierkram zu bewältigen. Und das ist sehr anstrengend. Das zerstört auch so ein bisschen Engagement. Das heißt, wir sagen, gerade wenn junge Leute aktiv werden wollen, wir nehmen euch das ab, machen den ganzen Papierkram, die ganze Bürokratie und ihr könnt dann tätig werden. Und ein großer Baustein unserer Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit, beziehungsweise wir sagen Präsenz im öffentlichen Raum. Ja, in den Medien war das ja sehr oft diskutiert, 2015, 2016 in Deutschland, als viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Aus sehr unterschiedlichen Gründen wurde sozusagen die Normalität und Deutschlands Selbstverständnis in Frage gestellt. Und es verging kein Tag, in dem wir in den Medien, in den Schlagzeilen nicht gelesen haben, wir sind nicht die, die dazugehören. Also gleichzeitig die Menschen, die 2015, 16 gekommen sind, aber eigentlich alle Menschen, die irgendwie schwarze Haare haben oder schwarze Hautfarbe haben oder. Das heißt, das Verständnis einer inklusive Gesellschaft zu sein, wurde in Frage gestellt, als es darum ging, inklusiv zu sein. Und im öffentlichen Raum haben wir uns immer schuldig gefühlt. Also wir waren irgendwie sozusagen Corona, Pre-Corona für Deutschland. Dann kamen Grenzschließungen und so weiter und so fort. Und das war uns sehr wichtig, deswegen haben wir Inhouse Media aufgebaut. Das heißt, wir sind der Versuch, im öffentlichen Raum präsenter zu sein. Und wir haben gesagt, das geht nicht nur, indem wir mehr Presseerklärungen machen und versuchen, in die etablierten Medien reinzukommen. Wir machen selber Medienarbeit, das heißt, wir drehen unsere eigenen Filme, wir machen unsere eigenen Bilder, wir schreiben unsere eigenen Texte, um eben ja der Vielfalt sozusagen auch im öffentlichen Raum einen Platz zu geben. Genau. Ja, Lisa, du redest über diese sogenannte deutsche Normalität. Ne? Weil so wird das gelebt. Ich finde das auch insbesondere, wenn man nicht in Deutschland lebt und wohnt und die deutsche Gesellschaft nicht kennt, möchte ich gerne, dass du noch mehr, was versteht man darunter? Und du sagst auch doch sehr deutlich, so seit 2015 hat diese deutsche Gesellschaft sich so geändert seitdem, danach kannst du noch auch über den anderen Teilnehmer noch reden, aber ich finde das spannend, dass du das noch ein bisschen mehr detaillieren kann. Ja, also ich kann das sagen aus meiner persönlichen Biografie, als auch aus der Perspektive einer Person, die sich schon immer für andere engagiert hat, indem sie soziale Arbeit gestaltet in unterschiedlichen Projekten und Arten. Ja, ich würde sagen, deutsche Normalität ist DIN-Norm. Deutschland versucht immer, alles passend zu machen. Und sobald irgendwas kommt, was irgendwie nicht so passend ist, dann gibt es irgendeine Maßnahme, damit es passend ist. Das heißt, Hauptsache, alles bleibt irgendwie gleich. Und es verkennt natürlich die Realität, wir sind nicht alle gleich. Und es hat sehr viel mit deutscher Geschichte zu tun, dass sobald irgendwas kommt, was irgendwie mit Rassismus zu tun haben könnte oder mit deutscher Geschichte in Bezug auf Nationalsozialismus, wird das sofort ausgelöscht oder es werden, wie gesagt, Maßnahmen getroffen, dass diese Menschen nicht mehr so auffallen und wir alle wieder der deutschen Norm entsprechen. Vielleicht ist das hilfreich für das Verständnis, wie das in Deutschland funktioniert. Also wie auch solche Projekte zu Diversität, zu Vielfalt funktionieren. Das heißt, sehr oft ist es plakativ, es verändert keine Struktur,
sondern die Menschen müssen sie für die Strukturen passend gemacht werden. Und wenn es solche Projekte gibt oder Aktionen, dann ist es eher plakativ. Also das heißt, dass man Menschen verschiedenen Aussehens auf einem Plakat hängt und sich dann entsprechend vielfaltsverliebt sozusagen positioniert. Wir reden hier über Inhouse. Möchte gerne auch wissen, wer bist du? Wer ist und wer sind genau die anderen? Was ist, ja, warum arbeitet ihr? Warum macht ihr diese Arbeit? Aber zuerst mal, wer seid ihr wirklich? Wir sind auf jeden Fall alle Kölnerinnen, irgendwie nach Köln gelandet. Ja, ich selbst bin in Moskau geboren. Mein Vater ist ja Koreaner, Japaner, meine Mutter Russin, Armenierin, meine Eltern sind beide KünstlerInnen. Und ja, wir sind dann im Rahmen der Perestroika nach Deutschland migriert. Wir haben auch sozusagen jüdische Tradition in uns. Das heißt, wir haben nie in so eine Schublade gepasst. Es war sehr schwierig, uns zu normen. Und deswegen mache ich wahrscheinlich die Arbeit, die ich hier mache. Ich bin vom Beruf aus Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Und ich wusste nie von der deutschen Geschichte. Ich habe erst in Deutschland von der deutschen Geschichte erfahren und es hat mich unglaublich betroffen gemacht. Und nicht nur der Zweite Weltkrieg, nicht nur die Shoah, sondern vor allen Dingen die Frage, was hättest du gemacht in der Situation? Ich habe mich immer gefragt, wie war das möglich? Und das ist ja nicht lange her und das ist mitten im öffentlichen Raum. Ich bin in den 90er Jahren gekommen, da gab es Solingen, Mölln und die Anschläge. Das war eine andere Stimmung, in die ich gekommen bin. Und diese Frage beschäftigt mich bis heute. Was muss passieren, dass Widerstand kippt? Und was muss passieren, dass Menschen ihre Menschlichkeit bewahren und nicht mitmachen? Und das ist natürlich eine tägliche Frage. Was mache ich alles mit? Was ist alles okay? Was betrifft mich nicht? Und irgendwann ja, haben wir uns hier mit dem Verein so zusammengeschlossen, dass wir gesagt haben, wir haben so viel zu geben, weil wir einfach viel haben, mehr als andere. Und ja, wir wollen auf jeden Fall auch einen Ort haben, wo es ein bisschen Wirkung hat, irgendwie. Ich habe gestern gerade ein Zitat von Hannah Arendt gelesen, die geschrieben hat, das Problem von allen diesen Menschenrechtsaktivistinnen ist, dass die Menschenrechte proklamiert werden von so kleinen, nichts ohne Machtvereine oder Personen, die nicht so viel Wirkung haben, ähnlich wie Tierschutzvereine. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Das beschreibt ziemlich gut die heutige Realität, wobei Hannah Arendt ja ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Genau. Ja, aber zurück zum Inhouse. Das heißt, wir haben uns selber gegründet, wie gesagt, ganz klassisch im Wohnzimmer mit privatem Geld. Wann habt ihr das gegründet? Genau vor 10 Jahren. Also am 1. Oktober 2010 ist unser Geburtstag. Das heißt, wir haben Geburtstag heißt, wir haben formell den Bescheid bekommen. Okay, ihr seid jetzt ein Verein. Und ja, dann haben wir losgelegt, wirklich mit klassischer sozialer Arbeit. Das heißt, wir haben Beratungs-A gemacht und Sprachkurse. Also ich bin selber auch Deutschlehrende. Genau. Und nach, das hat immer sich so ergeben, haben Menschen sich bei uns gemeldet, viele Studierende, die gesagt haben, ich möchte mich gerne engagieren. Kann ich mich irgendwie einbringen? Was braucht ihr? Und wir haben gesagt, was kannst du? Was möchtest du einbringen? Und daraus ist alles im Inhouse entstanden. Also wirklich nicht von einer Person, sondern ist wie so ein Baum gewachsen. Und unter anderem sind wir so auch mit Mona und Rita zusammengekommen. Die beiden Künstlerinnen, die hier mit aktiv sind bei unserem It's-Your-Raum und auch so mit Simon Abdo. Genau, auch einem Engagierten. Und dadurch, dass wir schon immer im Inhouse so gearbeitet haben, dass wir einerseits sagen, was kannst du? Hier hast du die Bühne, mach was und wir unterstützen dich. Und dass wir auch formell ganz oft Träger sind für andere Projekte. Das heißt, wir unterschreiben, aber Initiativen und freie KünstlerInnen können dann ihre Projekte durchführen. So kamen wir auch zu Jung. Er wohnt hier auch in Kalk, also das heißt, wir sind alle so auch hier mit dem Ort sehr verbunden. Wir wohnen fast alle in Kalk. Genau, kam er auf uns zu. Wir haben immer darüber gesprochen, wie kann man im öffentlichen Raum Migration sichtbar machen. Und Jung arbeitet viel mit dieser Kunstform Virtual Reality. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Und ja, als ihr uns angesprochen habt, war für uns klar, auch von der Intention, wie du auch schon zur Einleitung gesagt hast, das Museum als demokratischer Ort, als ein Ort des Austauschs, haben wir und eben
der Perspektivwechsel. Also nicht nur zu gucken, was waren denn kolonisierte Länder, wie schlecht ging es den Menschen, immer diese toten Menschen darzustellen und immer sozusagen zu reproduzieren. Du siehst ja auf jedem Bild aus dieser Zeit, wer hatte die Macht, wer bestimmt, was gesehen wird. Da ist ja auch ein Künstler, der mit dieser Figur in Spanien, ne? Nee, Entschuldigung, in Frankreich arbeitet. Genau, also so diese Thematik, wie gesagt, ja, Widerstand muss gesehen werden wollen. Und das ist sozusagen, ja, spiegelt einerseits unsere Intention vom Verein wider, dass wir sagen, Leben ist anstrengend, wir wollen Menschen Kraft geben, das zu überleben und gut zu leben. Und gleichzeitig auch gerade der historische Blick eben nicht nur darauf zu gucken, ja, die Sieger schreiben immer die Geschichte, das ist ja so ein Zitat, sondern eben das andere zu sehen und damit vielleicht auch Perspektiven für heute zu eröffnen. Also das Unrecht nicht nur im Sinne von, ja, wir sind schuldig zu sehen, sondern eher so, okay, wir können Geschichte auch anders sehen. Und deswegen können wir auch unsere Welt anders gestalten. Und vielleicht ist das ein kleiner Ansatz, was zu verändern. Die Ausstellung ist über 500 Jahre antikoloniale Widerstand in den globalen Süden. Wie sieht ihr eure Platz in so einer Ausstellung oder in so einer Komposition eigentlich? Welche Verbindungen siehst du mit so einer lange Geschichte des Widerstands in den globalen Süden? Also wir sehen zum einen eine sehr praktische Verbindung in dem, was wir tun. Also wir bieten ja Sprachkurse an und der große Teil der Menschen, die nach Deutschland kommen und zu uns kommen, sind Menschen, die Kolonialzeit in ihren Familien erlebt haben, also ihre Großeltern oder ähnliche. Und was mir sehr haften geblieben ist, ist einerseits die Transkription von ausländischen Namen nach Deutschland. Das ist immer Englisch oder Französisch. Also da gibt es auch gar keine Diskussion, das ist dann so und dann werden die Namen auch so geschrieben. Und das andere, mir hat eine Teilnehmerin aus einem Sprachkurs erzählt, wissen Sie, Frau Kahn, ich kann Chemie, Biologie, Physik, ich kann das alles auf Französisch, aber nicht auf meiner Muttersprache. Und das war jetzt vor 2 Jahren. Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil ich gedacht, okay. Und dadurch, dass wir viel auch mit Menschen zu tun haben, die aus Syrien, aus dem Irak kommen, sie sagen immer, ach, unsere Karte ist immer wie so ein Stück Kuchen. Das ist ja lineal geschnitten und ja, also wir sehen sehr viele praktische Bezüge und wir kennen einfach sehr viele Menschen, in deren Familien diese Kolonialzeit bis heute auch zum Teil einfach eine Rolle spielt. Das hat einfach sehr viele Auswirkungen. Und wir haben unsere Rolle darin gesehen, aufzuzeigen, okay, was macht das mit uns auch? Weil, was ich eben sagte, also die Frage der Schuld und der eigenen Beteiligung, Reproduktion und gleichzeitig, wie können wir die anderen Perspektiven irgendwie darstellen, irgendwie Raum geben. Und es ist weniger so ein Widerstand gegen das, was jetzt ist, sondern Aufzeigen von Kontinuität, dass wir versuchen sozusagen anzuknüpfen, was gab es schon für Widerstandsformen und in ganz unterschiedlicher Form und welcher Widerstand wird eigentlich gesehen und weitererzählt. Das finden wir auch nochmal sehr spannend. Also gerade jetzt in Deutschland, in diesem Jahr ist ja 50 Jahre Abkommen mit der Türkei. Und ich weiß nicht, vielleicht im Ausland kennt man vielleicht das Wort GastarbeiterInnen. Ist ja auch ein sehr wirkmächtiges Wort für das Nutzen von Menschenkraft. Und das jährt sich jetzt in diesem Jahr und ich bin immer mehr ja auch betroffen, wie diese Geschichte von GastarbeiterInnen erzählt wird in Deutschland, weil viele Dinge, die wir hier sehen, wenn wir uns in Köln bewegen, sei es Fabriken, Gebäude, Straßen, wären nicht da, wären diese Menschen nicht da und hätten das gebaut für uns. Ja. Ja. Der Titel eurer Box, die ihr in der Ausstellung habt, die lautet Kein Widerstand passt in eine Box oder in ein Museum. Könntest du mir das bitte erläutern und warum Widerstand nicht ins Museum passt? Aber auch, ihr habt es
ihr habt es doch akzeptiert. So, warum habt ihr das? Was bedeutet das? Was bedeutet das eigentlich? Das ist es nicht eine fast schizophrene, das Museum ist eine hegemoniale, weiße Institution. Was bedeutet das für dich, für euch, für das Inhouse, um so zusammenzuarbeiten? Und doch mit diesem Spruch. Ist das schwierig? Ja, ich glaube, was uns ein großes Anliegen war bei der Diskussion darüber, war einerseits, wir werden dem niemals gerecht, um diese Kraft und diesen Kampf darzustellen, was wir besonders an Frauen beobachten, die migriert sind oder die geflohen sind, was sie aufbringen für die nächste Generation, mit was sie alles kämpfen müssen. Das ist so unglaublich viel. Das wird dem nicht gerecht, das darzustellen. Und dann war die zweite Frage, okay, wir können vielleicht ein paar Organisationen abbilden, ein paar Initiativen in Köln abbilden, die sich irgendwie engagieren, aber was transportiert das dann? Das war uns dann zu wenig. Und was wir so gesagt haben, so wenn das Museum ein Ort der Diskussion und des Austausches ist, wollten wir damit anregen, dass die Menschen sozusagen den Widerstand in sich selber spüren und eben nicht nur, okay, ich setze mich jetzt gegen Ungerechtigkeit in der Welt ein, sondern was ist meine Vorstellung von Normalität? Und spüre ich so den Widerstand, ich will das gar nicht anerkennen. Ich kenne es oft in Diskussionen, dass zum Beispiel wir als weiße Personen ja nicht markiert sind. Das heißt, keiner stellt sich vor, ja, ich bin weiß. Also sehr, sehr selten. In manchen Workshops kommt das mal zur Sprache. Und da spüren wir tatsächlich den Widerstand. Und dieses Spüren und Fühlen, das war uns total wichtig. Also eben nicht nur Kopf, und das sind die Fakten und so sieht das aus und so viele Leute engagieren sich und hin und her, sondern so, was macht das mit dir? Weil wir glauben, darin liegt eigentlich die Stärke. Also, weil die Menschen bleiben nicht in diesem widerständigen Gefühl in sich drin. Wir brauchen eine Lösung. Wir können nicht im Dilemmata bleiben. Wir suchen automatisch nach einem Ausblick und wir hoffen, dass dieser Diskurs in einem drin dazu führt, Perspektivwechsel anzugehen, auch wenn sie schmerzhaft sind und wenn sie uns den roten Faden, an dem wir uns alle orientieren in der Welt, wegnimmt erstmal. Also ich kenne das oft bei uns in Diskussionen, auch zur Vorbereitung zum Museum, je mehr wir gelesen haben, je mehr wir auch gesehen haben, irgendwann war dann so, oh mein Gott, Rassismus ist überall, Ungerechtigkeit ist überall, wo sollen wir denn anfangen? Und wir als kleine Menschen sozusagen, und deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, passt nicht in eine Box, aber du hast recht, das ist der Widerspruch, trotzdem machen wir eine Box. Und wir versuchen aber Leute dahin zu kriegen, spürt das mal in euch selbst, was macht das mit euch? Ja, auch zu sehen, die Perspektive des Widerstands zu sehen und auch sich zu fragen, warum wusstet ihr das vorher nicht? Also gerade Kolonialzeit, aber auch die ganzen Erzählstränge, die ihr erzählt habt, die Narrative, die ihr auch zeigt im Museum, die gezeigt werden, das ist ja etwas, was nicht mal 1% der Bevölkerung weiß, würde ich mal sagen. Ihr macht ein Stimmenarchiv. Damit habt ihr angefangen. Könntest du dann ein bisschen mehr über sagen, wie das funktioniert und was waren die ersten Reaktionen? Was bedeutet das, um jemanden zu fragen, um über seinen Widerstand zu reden? Also das war sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext wir gefragt haben. Also wir haben zum Teil Menschen befragt, die sich engagieren in verschiedenen Bündnissen, in verschiedenen Initiativen, die für etwas kämpfen. Und beispielsweise Engagierte von Kolbstraße ist überall, beziehungsweise von Platz für alle. Also es geht um das Mahnmal für die Opfer des NSU-Bombenanschlags hier in Köln. Und für die war das ganz klar. Widerstand, ja, klar, wir wollen endlich, und das ist, das muss man natürlich jetzt wissen, das ist einfach wir haben mehrere, aber hier geht es um eine rechtsextreme Gruppierung, die jahrelang gemordet hat und
wo der Widerstand vor allen Dingen daher herrührt, dass alle weggeschaut haben, dass alle gedacht haben, die Migrantinnen töten sich gegenseitig, damit haben Deutsche nichts zu tun. Und obwohl es zum Teil Stimmen gab, die gesagt haben, es ist irgendwie auffällig, dass nur Menschen mit keinem deutschen Pass getötet werden, trotzdem waren die Behörden sehr darauf erpicht zu sagen, ja, die handeln mit Drogen oder sowas. Genau, das heißt, da war der Widerstand aus der Verletzung ganz klar da. Die wussten sofort, was sie sagen sollten. Wir mussten eher stoppen. Dann wollen wir einerseits auch zeigen, die Leute, die versuchen, so Widerstandsstimmen nach außen zu bringen, also auch Geschichtsverein haben wir angefragt, da aus der Biografie eines Widerständlers sozusagen zu sprechen. Und es war ganz einfach Menschen, die bei uns aufsuchen, die in Deutschkursen sind, weil wir zum Glück also das Geschenk haben, hier Menschen zu haben, die viele Sprachen sprechen können, da was zum Thema Widerstand zu sagen. Also gerade, weil ich auch erzählt habe, also die meisten, ich würde sagen 90% der Menschen, die zu uns kommen, haben in ihrer Familie Kolonialgeschichte. Und alle aus der Perspektive leider der Kolonisierten Staaten, und die merken das eben bis heute. Allein wie Dinge heißen. Also wir arbeiten viel mit Sprache, und deswegen war uns auch wichtig auch, dass wir den Menschen gesagt haben, ihr könnt es gerne in eurer Muttersprache sagen, weil Sprache auch eine Form von Widerstand ist. Ja. Für dich, Lisa, du hast vor 10 Jahren das Inhouse gegründet. Hast du in deiner eigenen Biografie wirklich auch einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, ja, hier muss ich Widerstand leisten? Gibt es so, hast du in deiner Biografie wirklich, dass du denkst, das ist wirklich ein Moment, das ich realisiert habe, hier muss ich kämpfen, hier muss ich Widerstand leisten? Vielleicht, oder möchtest du darüber reden? Du bist nicht verpflichtet, um auf meine Frage zu antworten. Ja, ich bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Und Migration zerstört so Familienbanden und die Konstellation, was sind Eltern, was sind Kinder, das dreht sich alles. Und da war so der Moment, wo ich bin eine der ältesten Geschwistern sozusagen in der Reihenfolge, war für mich ganz klar, okay, ich kämpfe für meine Geschwister. Also, und da war Widerstand in Form von Studieren und 7 Jobs haben, um irgendwie Miete zu bezahlen, Essen zu bezahlen und solche Dinge. Das Armut fand ich sehr, hat mich sehr sozusagen wie eine dicke Schicht gebaut, weil ich das nicht kannte, was Armut ist, also nicht so, wie ich aufgewachsen bin. Also das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war, als ich angefangen habe zu studieren, und es war eine nett gemeinte Aktion von der Uni, zu sagen, alle Menschen mit einem ausländischen Pass kriegen ExaminatorInnen. Und ich meine, ich habe deutsches Abi, das hatte damit nichts zu tun, und die haben das eigentlich nach Namen, nach Familiennamen gegliedert, und als ich zum Buchstaben K kam, war mein Name nicht da. Und dann habe ich gesagt, oh nein, ich habe mich falsch eingeschrieben, man ist ja auch so aufgeregt, erster Studientag. Nee, und dann habe ich gesehen, da stand so eine Gruppe, alles Leute, die so aussahen wie ich. Und dann kam ich dahin, und dann haben die wirklich eine Liste gemacht mit Menschen, die einen ausländischen Pass haben. Und manche sprachen auch nur Deutsch. Die hatten einfach nur den falschen Pass. Und wir standen auf diese Liste. Und ich finde, Liste und Deutschland, da denke ich einfach an Krieg und an Mord. Ich kann da auch nicht weg aus meiner Haut. Und ab da habe ich mich engagiert. Ich habe nie gedacht, dass ich im Thema Migration und Integration arbeiten werde. Und seitdem hänge ich da drin. Ja, und der dritte Schritt ist eigentlich jetzt so die Phase, wo wir merken, gerade in der sozialen Arbeit ist das so ein bisschen wie Sisyphus-Arbeit. Immer Projekte. Das ist sehr anstrengend, und wir sagen, wir machen ja Bildungsarbeit. Bildung geht nicht über Projekte, und da so ein bisschen Widerstand aufzubauen, mehr unabhängiger zu werden, nicht dem Staat zu helfen, Menschen passend zu machen und noch mehr Unabhängigkeit zu kriegen und eher Menschen zu stärken, ihren eigenen Weg zu gehen und ja, zu sehen, was nicht zu ihnen passt. Also was eher Unruhe und ja, sozusagen, es ist nicht kompatibel, dass die Menschen den Mut haben, auch da zu sagen, nee, da gehe ich nicht mit. Ja.
Natürlich mit dieser Pandemie, wir haben die Ausstellung nicht eröffnen können. Die Idee, es muss eine partizipative Ausstellung sein und so weiter. So, wir warten, wann wir wirklich eröffnen können, dass das wirklich losgeht. So, auch auf die Ausstellung hat das natürlich einen großen Einfluss. Diese Pandemie, du bist hier und das Inhouse ist in Köln. Auch wenn Kalk an die andere Seite der Rhein ist, sind wir nicht sehr weit voneinander. Natürlich für den anderen Itioors-Kuratoren und Kuratorinnen, aber auch die Künstler und Künstlerinnen, ja, die konnten alle nicht kommen, könnten nicht. So, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auch natürlich auf die Ausstellung. Ich kann mich gut vorstellen, wie ist das? Was bedeutet das für euch in eure tägliche Arbeit, in der soziale Arbeit, diese Pandemie? Ja, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also einerseits wird natürlich viel darüber diskutiert, eben was Bildung angeht, also Kinder und Jugendliche. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten bewegt hat. Wir haben gesagt, wenn ein Staat so viel Macht bekommt, so viel lenken kann, sollte er das an den Mitgliedern einer Gesellschaft ausrichten, die am wenigsten Macht haben. Und das sind Kinder. Und das, finde ich, ist total verdreht. Spiegelt aber auch ein bisschen den Umgang mit der Pandemie in Deutschland wider, weil wir einfach viele Menschen haben, die älter sind. Also, und das ist eine sehr wirkmächtige Generation, sage ich mal, zahlenmäßig allein was Wahlstimmen angeht. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahlkampf. Ja, also das ist auf jeden Fall schwierig. Und ja, jeden Tag irgendwie Menschen zu unterstützen, die sich durch die Bürokratie, die hört leider nicht auf. Also alle machen Homeoffice, aber Bürokratie geht auch leider im Homeoffice. Das heißt, wir versuchen einerseits Kinder und Jugendliche im 1:1 Unterricht zu helfen. Das heißt, wir haben viele Endgeräte geliehen oder angeschafft. Wir treffen uns 1:1 und machen mit den Kindern ja, digitales Lernen, unterstützen die. Der andere Punkt ist eben 1:1 Beratungen und natürlich der andere Punkt trotzdem irgendwie zu planen und Menschen zu unterstützen, trotzdem kreativ zu sein, weil ich weiß nicht, das ist Klang und sanglos, wurde Kunst, Musik, jegliche, das, was uns Menschen, finde ich, auch ausmacht, eben die Ausdrucksform weggenommen und wir können jetzt gucken, wo alle bleiben. Das hat mich sehr, sehr irritiert. Also das ich verstehe nicht, wie man, was ist das für eine Gesellschaft, die sich das leisten kann, Kunst wegzuschließen oder einfach abzusagen. Und das andere, was eigentlich auch positiv ist, was ich gesagt habe, wir können alles anhalten. Wir haben in Deutschland immer die Diskussion, schwarze Null, keine Schulden. Vergiss es. Schulden werden gemacht, alles kann gestoppt werden. Ich vermisse den Mut der PolitikerInnen zu sagen, okay, Wirtschaft, so, ne? Sonst sollen wir uns nicht einmischen, aber wenn es darauf ankommt, wir regeln alles, wir bezahlen alles, aber ja, also ich weiß, wir können alles anhalten, das heißt, wir können auch anders leben, anders gestalten, das sehe ich eigentlich auf der anderen Seite sehr positiv. Und das andere, was aber grundsätzlich, finde ich, uns allen fehlt, im beruflichen, im privaten, ist der Austausch darüber, was macht das mit uns? Also auch persönlich. Diese Ängste, diese Zahlen, du weißt nicht, was ist richtig, was ist falsch, die Diskussionen, die drumherum passieren, da finden wir noch keine Austauschform. Also wir sehen uns täglich, also als verkleinertes Team, aber wir reden eigentlich nie darüber, was macht das gerade mit dir? Und das finde ich sehr bezeichnend für diese Pandemie, dass wir nicht darüber reden, was es mit uns macht. Ja. Um wieder zurückzugehen zu der Ausstellung. Du hattest vorher auch schon erwähnt, dass es insbesondere viele junge Menschen auch im Inhouse arbeiten und dahin kommen. Und was möchtest du oder was möchtet ihr als Inhouse in der Ausstellung Resist? Was möchtet ihr gerne erzählen an Jugendliche, die diese Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands besuchen? Also
Einerseits, weil wir in Köln ja gerade bei jungen Leuten, also bei Menschen unter 18 Jahren, irgendwie 3/4 der Personen beispielsweise eine andere Muttersprache zu Hause gibt. Das heißt, auch auf ihre Eltern, auf ihre Großelterngeneration zuzugehen und zu fragen, wie erlebt ihr das? Also was für uns vielleicht mehr selbstverständlicher wird, wie ist das für euch? Oder das einfach zum Thema zu machen, weil vieles, was wir versucht haben zu erzählen, auch die Widerstände und die Dinge, die wir abgebildet haben, passiert im kleinen Sozioraum sozusagen in der Familie ja auch. Und das andere, dass wir jungen Menschen Mut machen, auch zu hinterfragen, was in Lehrbüchern vermittelt wird, was in Schulen vermittelt wird, was an sie herangetragen wird, was sie alles so leisten sollen. Diesen Druck da in Frage zu stellen und eher so den eigenen Weg zu gehen. Und das andere, einfach insgesamt mehr Fragen zu stellen. Also wenn man durch so eine Ausstellung geht, es ist ja schon eine andere Ausstellung, als wenn ich mich erinnere, wir mussten ins Römisch-Germanische Museum gehen und dann mussten wir die römischen Götter auswendig lernen und sollten uns diese Dinge anschauen und irgendeine Verbindung zu kriegen. Das haben wir nicht verstanden, was soll eine Verbindung sein. Und ich glaube, mit der Ausstellung besteht eine sehr große Chance, tatsächlich ja, Gegenwart darzustellen in Form in einem Museum. Und das finde ich ist eine große Herausforderung. Und da müssen die Leute ja selber ins Arbeiten kommen und diese Bezüge herstellen. Wir können ein Angebot machen, aber die Beziehung zu heute und zu deinem eigenen Leben, das müssen die Leute selber tun. Und ja, wir hoffen, das zu transportieren, indem wir eben diese Fragen stellen, indem wir verschiedene Audio-Tracks zeigen, wo Menschen auch nochmal eine Inspiration vielleicht bekommen. Ah, okay, das habe ich noch nie gehört, so habe ich das noch nie gesehen. Esther Muyambu, in das It's Yours Room zur Genozid der Herero und Nama, die haben einen Titel an ihrem Box oder It's Yours Room gegeben, die heißt Not About Us, Without Us. Timea Junghaus redet auch, wie ihre Room heißt Roma Resist. Und sie redet auch sehr viel über Selbstbestimmung. Am Anfang unseres Gesprächs hatten wir auch gesprochen über Mehrstimmigkeit und das Museum oder der Wunsch, dass es ein demokratisches Ort wird. Was bedeutet das für euch? Was möchtet ihr eigentlich erreichen? Und wenn wirklich ein Museum demokratisch ist, was muss es tun, um das tatsächlich zu werden? Ich glaube, ein Museum hat rein strukturell die Möglichkeit, ein Ort des Austauschs zu werden, weil Museen noch in Anführungszeichen nicht in Frage gestellt werden als Institution. So ein Verein, ja, ist da, ist nicht da, okay. Aber so ein Museum hat einerseits strukturell einfach viele Räume, sehr oft einen präsenten Platz, was einfach die Möglichkeit bietet, dass viele Leute kommen können, also einfach mehr Menschen und gleichzeitig dadurch das Museum, ich würde sagen, so vorurteilsmäßig sehr eher von einer Generation aufgesucht wird, die eben, wie man hier in Deutschland sagt, Bildungsbürgertum ist. Ja, dass da sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Ich glaube, was das Museum auch ausprobieren kann, um ein demokratischer Ort zu sein, ist eben zu schauen, wie wird denn Zugänge, Beteiligung, demokratische Teilhabe in Deutschland zum Beispiel definiert oder gestaltet. Und ich sage immer so, die Leute fragen ja oft, ja, wo sind denn die ganzen Migrantinnen? Warum sind die nicht dabei? Und ich sage mir dann immer so, naja, die diese Kompetenzen haben, die das lesen können, was ihr mit Demokratie meint, die sind ja da. Das heißt, wir machen uns noch zu wenig Mühe oder zu wenig Gedanken oder es gibt zu wenige Orte, wo wir zusammenkommen können, zu fragen, müssen das unbedingt diese Kompetenzen sein, also sich informieren können. Medienkompetenzen haben, also wo kriege ich die Infos her, was lese ich, dann über bestimmte Ressourcen verfügen, nicht unbedingt nur Geld, sondern eben von zu Hause mal mitbekommen haben, okay, das ist ein Museum, da kannst du hingehen. Oder auf dem Deutschland ist ja sehr stark mit den Schulen, bist du auf ein Gymnasium, warst du eher auf ein Museum, als wenn du eine andere Schulform besucht hast. Das ist einfach ein Fakt. Das heißt, vielleicht kann ein Museum weniger diesen pädagogischen, didaktischen Blick haben,
was ich für diesen Prozess sehr positiv fände. Das heißt, zu gucken, wenn wir sagen Demokratie, Beteiligung, Teilhabe, welche Instrumente gibt es da? Und die Instrumente, ist aus meiner Wahrnehmung, können nur von Menschen gespielt werden, die eine bestimmte Bildung mitbekommen haben, die selber schon exklusiv ist. Das heißt, bei einer Bundeszentrale für politische Bildung erwarte ich solche Methoden, wie die da miteinander reden und aufeinander zugehen und hin und her. Aber ein Museum ja, kann vielleicht mehr experimentieren und das wird vielleicht eher angenommen als von so einer Bildungseinrichtung. So, was wünscht ihr also mit eurer Plattform oder mit eurer It's Yours Space in der Ausstellung? Was ist eure Wunsch? Was möchtet ihr wirklich erreichen? Oder was hofft ihr? Ja, es hat mich sehr fasziniert, was du auch erzählt hast von den Benin-Bronzen. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, auch weil du gesagt hast, dass das eigentlich ein klarer Fall ist. Und weil wir jetzt auch im Integrationsrat sind und sozusagen einen Zugang zu politischen Sachen haben, wollen wir uns engagieren, dass wir vielleicht als erste Stadt in Deutschland oder so das wirklich angehen können, die Bronzen zurückzugeben. Also weil ich glaube, wenn wir das aus verschiedenen Kanälen betrachten, wäre das einfach ein sehr wichtiges Statement, gerade auch für junge Generationen. Aha, es geht doch. Und ich glaube, dass daraus, gerade aus diesen beiden Staaten, also Deutschland und dann Nigeria, sehr viel erwachsen kann und ein ganz anderer, wir reden ja immer auf Augenhöhe, es ist niemals Augenhöhe, aber das wäre vielleicht mal ein demütiger Schritt, sage ich mal. Und Demut finde ich sehr positiv. Und andererseits, ja, eben die Möglichkeit, wirklich mal aufeinander zuzugehen und nicht Bittsteller, okay, wir sind so nett und geben es zurück, sondern es tut uns leid. Und vielleicht ergeben sich dadurch dann andere Bezüge, dass wir aus Köln hinfahren und dort die Bronze im entsprechenden Rahmen dann auch sehen, so wie es die Menschen auch darstellen wollen. Das wäre mal was. Das ist ein großes Projekt. Aber in eure Arbeit, wie, ja, weil eigentlich habe ich nicht den Eindruck, dass das Raufenschrift Joost Museum wirklich auf euren Schirm war. Ich suche nicht, ich bin hier nicht in eine Marketing, es ist keine, wie kriege ich mehr Besucher als Direktor, aber du hattest schon mal erwähnt, aber ich finde das doch sehr interessant. Du sagst auch, ja, davor, dass wir diese Ausstellung Resist, in diesem Kontext haben wir auch uns kennengelernt, auch in der Baustelle, in unserer Open Space. So, es ist ein Anfang einer Kollaboration. Aber davor war das nicht eure Realität. Du könnt natürlich sagen, ja, was kann ich machen mit so einem Museum? Aber es gibt doch ein kleines Unterschied zwischen das Museum, was wir sind, weil es sind Sammlungen aus Regionen, woher viele Menschen kommen, mit wem ihr arbeitet, die im Inhouse kommen, Sprachkurse nehmen und so weiter. So, was denkst du, wie kann so eine Kollaboration sein? Wie kann das Museum auch, wir haben so als wir diese Open Space geöffnet haben, die Baustelle war so auf diese Plakate, war diese Frage, wie kann das mein Museum werden? So, du hast diese erste Wunsch, die Restitution der Benin-Bronze, aber ich möchte gerne noch mehr wissen, wie kann das dein Museum werden, euer Museum, dass auch Menschen, die bei euch ihre Sprachkurse machen und andere Meetings haben und so weiter, wie kann da eine Verbindung sein? Weil irgendwo gibt es doch eine persönliche Verbindung und ich höre insbesondere sehr oft, und du hattest schon geredet über Sprache und so weiter, dass viele Menschen auch sagen, ich fühle mich da nicht zu Hause, damit habe ich nichts zu tun. Und
Das ist doch eine sehr seriöse Frage, mit wem wir uns als sogenannte ethnologische Museen, wir können auch diese Terminologie als Ethnologie vergessen, weil worum geht es? Das Museum hat das kulturelle Erben aus den Ländern, wo viele Menschen kommen und die hier in Köln zum Beispiel wohnen und sagen, nein, das ist nicht mein Haus. So, was ist das? Was bedeutet das? Und was könntest du oder was könntet ihr als Inhouse uns sagen, was wir auf jeden Fall ändern müssen? Was ist unsere To-Do-Liste? Unsere gemeinsame To-Do-Liste? Ja, wir sind ja, wir kennen das Museum ja seit, als es noch an einem anderen Ort war. Und wir gehen eigentlich mit jedem unserer Deutschkurse zum Beispiel immer in diese Ausstellung, in die Dauerausstellung, weil man da andere Dinge sieht, die man sonst im Museum nicht sieht. Und ich meine, das wäre so, wo können die Leute so mehr Bezüge kriegen, ist entweder Kölner Stadtmuseum, weil das Köln ist, oder eben Raudenstach-Jost-Museum, weil alles andere ist so weit weg. Also klar, wenn es besondere Ausstellungen gibt oder so. Und ich glaube, es ist die Herausforderung insgesamt vom Museum. Museum verbinden sehr viele Leute mit etwas Starrem. Da steht etwas, da darfst du nicht anfassen, da darfst du nicht reingehen. Kinder müssen leise sein. Das ist irgendwie so ein, wie soll ich mich hier benehmen? So, und da bin ich mir nicht sicher, wie man so ein Konzept finden kann, wie man davon wegkommt, dass es mehr fluide ist, vielleicht mehr mit dem Menschen geht und nicht so starr ist. Das weiß ich aber nicht, weil natürlich diese Gegenstände einfach auch besonders, ja, in besonderen Behältern, in Anführungszeichen, ich weiß das jetzt nicht anders auszudrücken, aufgestellt werden müssen, weil sonst gehen die halt kaputt. Das sind halt immer ältere Gegenstände. Da bin ich mir nicht sicher. Was ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen würde, auf keinen Fall dieses Bespielen, also Unterhaltung im Museum, weil ein Museum ist ja ein Ort, wo ich zum Beispiel aus meiner persönlichen Geschichte erzählen kann, einfach sehr viel gelernt habe und wo es selbstverständlich war, Dinge abzumalen oder abzuschreiben oder irgendwie zu gucken, aha, was ist denn das für ein Name, aus was ist das denn gemacht, was ist denn das für ein Material und sowas ähnliches. Ich habe da jetzt keine 1A-Lösung, aber ich glaube, oft wird im Museum oft gemacht, ja, da machen wir eine Kinderausstellung und da machen wir ein bisschen was, wo man ein bisschen mehr klicken kann. Weiß gar nicht, ob das die Leute so gewinnt. Vielleicht einerseits, indem Führungen zum Beispiel in mehreren Sprachen gemacht werden, und wo vielleicht auch ein bisschen mehr erklärt wird, warum gibt es diese Benimmregel? Also was soll das und warum wird das so gemacht? Und so eine Art Einführung, was ist das Konzept von einem Museum? Weil das ist ja auch etwas, was wir transportiert haben, sage ich mal, in die Welt. Und vielleicht könnte man schauen, wie ist das auf anderen Ecken der Erde? Wie werden dort Kulturgüter präsentiert, vielleicht aus einer anderen Form als in so einem Gebäude? Oder genau, also irgendwie so eine fluide Form finden, die sich an die Betrachtenden anpasst, ohne dieses Unterhaltungs-Bling-Bling, würde ich jetzt mal so sagen. Da muss ich aber allerdings auch eingestehen, ich bin natürlich ein Kind meiner Eltern und halt auch mit sehr viel Bildungsinput aufgewachsen. Das heißt, aus der Haut komme ich auch nicht raus. So sehr kurz gesagt, was ist denn ein Museum für eine postmigrantische Gesellschaft? Braucht es ein Museum? Was ist da zu sehen? Aber die Menschheit braucht Museen, Die Menschheit. weil wir sonst den Bezug zu unserer Geschichte verlieren. Das finde ich eine schöne Antwort. Danke, Lisa. Sehr gerne.